Hallo zusammen. So, solange wir versuchen noch einen unserer Partner mit an Bord zu kriegen, das wird aber passen. Wir haben noch ein paar Minuten Puffer. Das heißt, wir legen einfach direkt los mit dem Webinar. Schön, dass ihr euch auch nachmittags die Zeit nehmt, bei uns dabei zu sein, bei unserer virtuellen Roadshow teilzunehmen. Das wissen wir wirklich sehr, sehr zu schätzen. Und es wird sich lohnen. Wir haben heute ein paar besondere Sachen vorbereitet. Ihr werdet es gleich sehen. Das heißt, die Präsentationen heute werden sehr abwechslungsreich, sehr interessant und vor allen Dingen werdet ihr wirklich Informationen aus erster Hand bekommen gleich. Wir gucken einmal schnell rein, was heute so passiert, beziehungsweise dieses Slide, ich erspare sie euch fast. Wir gehen ganz schnell drüber. Wenn ihr Probleme habt, technischer Natur, Internet, also alles ausstellen, was Internet braucht, alle anderen Websites, euer Mailprogramm, VPN-Tunnel, ganz wichtig, ausschalten. Auch dieses Webinar wird aufgezeichnet. Ihr bekommt alles im Nachgang von mir zur Verfügung gestellt. Wenn ihr Fragen habt, jederzeit über den Chat stellen und auch von unseren Partnern heute werdet ihr eine Follow-up-E-Mail bekommen. Das heißt, ihr habt alle Kontaktdaten nochmal auf jeden Fall in eurem Posteingang liegen. Das war's jetzt zu dieser Folie. Wir gucken einmal nochmal drauf. Die gesamte Roadshow, das erwartet uns oder hat uns bis jetzt schon erwartet. Das haben wir schon hinter uns. Alle Partner der gesamten Roadshow. Und heute haben wir 4 Partner mit dabei. Wir haben sehr unterschiedliche Partner, das finde ich sehr, sehr spannend. Wir haben Explore Minnesota, wir haben die Hyatt Hotels, wir haben Discover South Carolina und das Kennedy Space Center mit dabei. Das heißt wirklich 4 komplett unterschiedliche Präsentationen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das sind die Partner. These are the partners today. So I will switch to English now because we have quite a few partners that are from the US, that have logged in from the US today. So hi everyone, you can show your faces now. So we got Nikita from Hyatt, we got Jake from Explore Minnesota, we got Edeltraud from Discover South Carolina, and we got Frank for the Kennedy Space Center. So hi everyone, so we can see Jake and Nikita up there, and let's see if the others show up. That's Frank. Hi Frank. And then Edeltraud, are you out there as well? I think so. But you will see her later on during her presentation, so that's no problem at all. So hi everyone, and we'll get started right away with Nikita and with Hyatt. Vielen, vielen Dank, Christian. Einen schönen guten Tag an alle. Danke fürs Einschalten. Und heute präsentiere ich euch ein paar Updates von Hyatt und was so in der Welt von Hyatt passiert. Und danach werde ich an unsere wunderschönen California Hotels abgeben und sie werden jeweils über ihre Häuser sprechen. Live aus den USA. Die sind alle ganz früh heute Morgen aufgewacht, extra für euch. Also, was passiert bei Hyatt? Bei Hyatt waren wir sehr, sehr, sehr busy die letzten 2 Jahre. Und zwar haben wir inzwischen 18 Marken weltweit mit über 1000 Hotels. Wir hatten sehr viele Neueröffnungen im letzten Jahr und vor allem auch in Nordamerika mit Hyatt Toronto, Alila Napa Valley, Thompson Hollywood, Thompson Austin, Thompson San Antonio und Denver. Thompson ist eine der Marken, die wir seit 3 Jahren bei Hyatt neu an Bord haben. Und das ist eine ganz, ganz tolle Lifestyle-Marke, die jetzt ganz groß auf Expansionskurs ist. Dazu hatten wir eine Riesenrenovierung in unserem tollen Park Hyatt Aviara in San Diego in Carlsbad. Und wir hatten neue Eröffnung von dem Grand Hyatt in Nashville, was ein ganz tolles Haus ist mit einem Riesenpool oben auf der Dachterrasse. Wir haben auch ganz, ganz viele neue Eröffnungen dieses Jahr, die kommen noch, und das auch in Europa, mitunter Santorini, Mijas in Spanien, das Andaz in Prag und das Seven Pines in Sardinien. Was passiert noch so bei Hyatt? Außer den Marken, die ihr sowieso kennt, die einen Hyatt-Namen mit sich halten, wie Park Hyatt, Hyatt Regency, Grand Hyatt, haben wir auch unsere neuen Independent Collections, wie wir sie nennen. Und da sind die Marken, die hier aufgezeichnet sind, mit JDV bei Hyatt. JDV steht für Joie de Vivre, aber um es ein bisschen einfacher zu machen, haben wir es JDV genannt. Und das ist eine Marke mit kleinen, unabhängigen Boutique-Hotels, die einen ganz, ganz eigenen Charakter haben und im Moment sehr viele in den USA sind, aber wir expandieren auch weltweit. Dazu kommt Destination bei Hyatt, das ist unsere neue Resort-Marke
von tollen Resorts, unabhängigen Resorts weltweit. Wir hatten ganz viele in den USA, die ich auch gleich zeigen werde. Und jetzt machen wir auch ganz viele in Europa auf, mit zum Beispiel Seven Pines auf Ibiza. Eine ganz tolle Repräsentation auch, die wir haben im Moment, ist die Unbound Collection bei Hyatt. Unbound Collection ist die 5-Sterne-Luxusmarke von den Independent Collections. Und da haben wir ganz tolle Hotels, wie zum Beispiel das Marmonte Hotel in Santa Barbara. Und hier auf dieser Slide habe ich noch ein paar andere Häuser, die ihr hier sehen könnt. Das Confidant in Miami, das kennen wahrscheinlich sehr viele. Das ist Teil der Unbound Collection. Das Seabird Resort, was neu letztes Jahr aufgemacht hat, in Kalifornien, in der Nähe von San Diego, ist Teil von Destination bei Hyatt. Und das Hotel 50 Bowery in New York ist Teil von JDV bei Hyatt. Also wie ihr seht, Hyatt möchte auch euch viel, viel mehr bieten als unsere Hausmarken und euch ein bisschen mehr Eigencharakter anbieten und mehr Diversität. Ich werde mal schauen, ob mein Kollege John inzwischen bereit ist zu sprechen. Moment. Nee, er hat immer noch Probleme, sich einzuloggen. Ich habe gerade, so Terrance, if you can hear me, please, there he goes. Yeah, so he's requesting, er wählt sich jetzt gerade ein als Präsenter. Wir werden einmal weiterspringen. Wir werden mit dem Andaz anfangen, quasi. Ich springe einmal durch die Slides. Also wir haben Partner aus den USA mit dabei, Hotelpartner, die sich heute extra aus LA einwählen, quasi. Sie, wie Nikita schon gesagt hat, sich sehr, sehr früh eingewählt haben. Yeah, there we go. There is Terrance. Hi, Terrance. Hi, Terrance. We only see the side, part of your face. If you wouldn't mind moving the camera slightly. Hey, good morning, everyone. Hi. Good morning. I'm Terrance Frederick, Director of Sales and Marketing at the Andaz West Hollywood. And today I want to highlight a couple of things from our property. First, you're looking at our beautiful rooftop pool, the highest rooftop pool in all of Los Angeles. We're overlooking the Hollywood Hills in the heart of Sunset Boulevard. A little bit about us. We're known for our rock and roll history. So all of you rock and rollers out there, if you have a little customers that's into rock and roll, this is the place to come. The Who, The Doors, Little Richard, Robert Plant, all of those individuals from that time period in that era was staying in our hotel. We were known as the Riot Hyatt. We still have a couple of those things that remnant of that time period in the hotel right now. You'll see in our restaurant and some of our market spaces. But today I want to show you how we've changed since that time. We no longer allow people to throw TVs and refrigerators off the balcony. We've elevated the experience. The panorama suite is what we're going to talk about today. It's our new suite that we just invested $350,000 into, 1,700 square feet. It's 2 bedrooms and has a full kitchen and 2 private balconies. So I'm going to show you a couple photos of that space. The living room here oversees and very panoramic is what we call this suite, the panorama suite, because you have views of the city, the views of downtown, and the views of Hollywood Hills. One of my favorite things about this suite is the artwork. You can kind of see West Hollywood come to life. This is a shot of our bathroom here, and different art around the suite itself kind of speaks to our history and who we are today. Same with the bedroom. You'll see the different artwork for the different time periods in this bedroom as well. And we have meeting spaces. Even though you might not need meeting spaces, you just never know what could come up. So we just want to show you what we have to offer. Thank you for your time. And I'm going to turn it over. All right. Thank you very much, Terrance. And so now we got Stefanie coming up from the Hyatt Regency Huntington Beach. Hi. Good morning. Everyone. I'm Kaplan, and Stefanie, we can barely hear you. So can you get the mic closer to? Sorry. That's yeah. You got your technician with you. Okay, is that better? Yes, that's perfect. Yeah. Okay. I am representing the beautiful 4 Diamond Beach Resort of the Hyatt Regency in Huntington Beach. I don't know if any of you have been to Huntington Beach or heard of Huntington Beach. We are just between
Los Angeles County and San Diego County. And we are on one of the best beaches in America. There's 12 miles of uninterrupted coastline, and we are known as Surf City, USA. So we hold the US Surf Championship every year. Our resort is actually the only resort, beach resort, to have a pedestrian bridge over to the beach, and that's very unique so that no one has to cross a busy highway. Location-wise, we are about 45 minutes from Los Angeles Airport, about 20 minutes from John Wayne Orange County Airport, and we also have a local airport in Long Beach. We're 30 minutes from Disneyland and Knott's Berry Farm. We're about an hour from Legoland and about 45 minutes from Universal. So what you can do is you can wake up to a sunrise at the beach. You can go and do whatever you want during the day, and you can come back and roast s'mores on the beach at night. We're also walking distance to 200 shops and restaurants, and so it is an ideal location for a base for their vacation. Just going to show you a little bit about our rooms. Our rooms are extra spacious. We have 1 king or 2 queen beds in the rooms. We also have the options to do partial ocean and full ocean view rooms. We do have 57 suites. We have 1, 2, and 3 bedroom suites. We are the only hotel in Orange County to have 3-bedroom suite option. And that's great for multi-generational families. We also have rooms that have private fire pits on the patios. So that's a very unique experience as well. We have 5 dining outlets at the resort, plus an on-property grocery store and a pizzeria. We have restaurants by the pools. And so whatever the price point is for your customer, they can grab a slice of pizza or they can have a fine dining experience. So we offer an array of price points. We have a great 24-hour fitness center and a beautiful room, beautiful spa that has 16 treatment rooms and very unique and special treatments. And so we would welcome your guests to try our spa. We also do surf lessons in Huntington Beach because obviously we're known as Surf City, USA. We do bike rentals at the resort. We have 2 pools. One of our pools is a lagoon style pool. You can listen to music under the water while you're swimming. And one is a children's water playground. They're located on opposite sides. So if you have honeymooners, they can go to the lagoon style pool and not be splashed by kids. And if you have children and families, they go to the children's water playground and can splash and make noise and not bother anybody. We also have cabanas for rent at both pools, as well as beach service for guests. We have chairs, umbrellas, and towels for the beach. And we also do bonfires for guests, should they want to do that. So we have so many different activities to do. And with our great location, we're a perfect home base for a Southern California vacation. Thank you. Thank you very much, Stephanie. Das ist a beautiful presentation. An alle, Stephanie ist heute extra um 5 Uhr morgens aus dem Haus rausgefahren, um für heute für euch zu präsentieren. Also ganz, ganz toll. Wir gehen jetzt kurz zurück an eine... genau, wir mussten unsere Reihenfolge ein bisschen abändern. Genau, deswegen müsst ihr euch jetzt noch einmal einmal die Präsentation im Schnelldurchlauf und rückwärts anschauen. Genau. Und was Tolles ist, auch was wir bei Hyatt haben, ist auch in Mainz haben wir ein Kundenzentrum mit unseren deutschsprachigen Reservierungs- und Kundenteams. Also alle Anfragen, Reservierungsanfragen und so weiter und so fort, die ihr habt. Und auch wenn es ein Geburtstag ist oder irgendwelche besondere Anlässe, könnt ihr an unsere customerservice.europe@hyatt.com schicken und unsere Kollegen werden euch auf Deutsch auch weiterhelfen können. Und somit haben wir John. John, thank you so much for joining us, and I will hand over to you. Yeah, I'm just flipping through your slides to get to the first one. 1 second. Yeah. Hi, John. Hyatt Regency San Francisco. Yeah. Hello. Can you hear me okay? Yeah, perfectly fine.
Excellent. Thank you, everybody. Thanks for joining us. Welcome to San Francisco. Good morning. Proud to be here and representing the Hyatt Regency San Francisco. We're located in the financial district here in San Francisco on the waterfront. We have 821 rooms, and I think wanted to communicate to you the value of the property and the features and benefits. And I think for our hotel, we have 821 rooms, plenty of rooms, and a lot of our rooms offer water views and city views. So whichever room is booked in our hotel, because it's set around the atrium lobby, every guest will be guaranteed a view, either a city or water view. And looking at our location, we are in the waterfront in the financial district and right next to the cable car. So one of the local secrets here in San Francisco is using the public transportation to get around. You do not need a vehicle here in San Francisco. It's very walkable. We have a lot of transportation, including the cable cars, which board right outside of our door. The advantage here is that you have very little lines. The larger lines for the Union is at Union Square for the cable cars, and outside of our hotel, it's very easy to get on board the cable car right outside the entrance of the property and enjoy Union Square, Fisherman's Wharf, and the rest of San Francisco. Our hotel is also located on top of the Embarcadero BART Center, which is the main transportation hub for the subways here in San Francisco. So directly below our hotel, you'll find the central train station for the city, which accesses all points throughout the Bay Area. So access to the local area is very convenient near our property. Moving along to our rooms, we're in the middle of a guest room renovation right now. We're doing all rooms. It will be completed in August of 2022. So when you send your travelers here to San Francisco, they'll be receiving a brand new product. You can see on the screen what we're doing. We have very large rooms. 385 square feet is the size of our guest room. So it's very large in San Francisco. The property was built in 1973, so we have a very large footprint, and we're able to do some unique things with the property. But again, you can see in this photo here on the upper left, this is a city view room, so you'll never be without a view in our rooms. Floor-to-ceiling windows throughout, and again, location and views are just outstanding from the property. Nearby, we are on the waterfront. These are all locations that are walking distance from our hotel. We are very proud of the fact that you can walk to the Chase Center, which is where the Warriors play, where the concerts are held. We have the ballpark, which is walking distance, Fisherman's Wharf, and also the public transportation, which makes everything very convenient. A real quick overview of our location. We're accessible from both Oakland International Airport as well as San Francisco International. So arrivals are very convenient to our property from either location, about a 45-minute transfer between during traffic. So here's some overview of the hotel, some facts and figures. I won't go through all of these, but we are a full-service hotel. Our primary business is the corporate market. Our busiest nights of the week pre-pandemic was Wednesday nights, and Saturday nights were usually, an opportunity here in the hotel. The perception for San Francisco is that you want to be in Union Square. It's a great location. That's where the shopping and the primary tourist destinations are located. But the advantage to being out here in the financial district is you're only 3 subway stops away from Union Square. And if you can bring up that map for me, Christian, that would be great. Yeah. It's coming up. 1 second. So we're 3 subway stops from Union Square. It's about a 15-minute walk. Thank you, Christian. And here I've just thrown together a quick map so you can see where we're located on the waterfront. And I will show you here. We're right here. So taking a walk all the way to Oracle Park, around the corner to Union Square here. Chinatown located right here. Continuing on, this is Russian Hill, where you have got the famous Columbus Ave and all the shops and entertainment and the dining options of North Beach right in this location. Fisherman's Wharf is located here. So you can see with our property, we're very much in the middle of all the action, and we're on the waterfront. So I feel like that is an advantage on the weekends, where we've got the ferry building, the farmers market on the weekends,
beautiful walking opportunities along the Embarcadero to see the views, the Bay Bridge, etc. So again, location-wise, a brand new product, transportation right outside of our door, 821 guest rooms, and the ability to have either a city or a bay view from our property. So we look forward to hearing from you and seeing your travelers. If you have any questions or concerns, you can always email me directly, and I look forward to hearing from you. Thank you. Yeah, thank you very much, John. Well, funnily, this is pretty much exactly the route I was walking the last time I was in San Francisco. So it's probably what every German tourist does, I guess. So I think so. Yeah. So yeah, lots of familiar places for me. Yeah. Thank you very much. Thank you. Yeah. I think we're ready for some Q&A in case anyone has any questions. If there are any questions to any of the properties, concerning any of the properties or any of the partners or Hyatt in general, now is the perfect time. Yes, Terrance, you're right. Now that everyone's got a friend in Stefanie, it's time to visit Huntington Beach. That's true. But also San Francisco, of course, and LA. Well, I think most of the German travelers will combine the 3 destinations. So let's see if there are any questions coming in. Well, it seems like everyone's fairly happy for the moment. If there are questions coming up, I'll be happy to forward them and ask them later on during the presentation. So don't forget West Hollywood. Yeah, that's right. That's right, Terrance. Yeah, so it seems like there are no questions right now. If any question comes to your mind, please just use the chat. You can ask them in German, you can ask them in English, no problem at all. We'll translate. And well, if there's nothing else coming up, thank you very much, everyone. Thanks for getting up so super early for us for our webinar. Really appreciate this effort. Thanks, John. Thanks, Stefanie. Thanks, Terrance. And of course, Nikita, thanks for your presentation as well. Thank you, everyone. Thank you. Yeah. Vielen Dank. All Viel right. Spaß mit den anderen Präsentationen. Yeah. All right. So we move on and proceed to Minnesota. Jake, you're there. Perfect. So, hello. Hi, Jake. So you will guide us through Minnesota and tell us a little bit about this maybe a little unknown spot on the US map for the German traveler, but Yeah. it should be a lot more popular and a lot better known. So you can just show us what Minnesota has to offer. Wonderful. Well, hello, everyone. Welcome to Minnesota. My name is Jake, and I'm the International PR Specialist at Explore Minnesota Tourism, the State Tourism Department. I'm delighted to be here with all of you today. I'd like to start by showing a few quick videos to give you an idea of what Minnesota has to offer. That's a very nice intro. Yeah. So yeah, lots of nature, lots of great cities. Yeah, looks good. We have one more video. Yeah.
It's coming up right now. I started out heading west. I found a place I never knew existed. Within myself. From there, I let the river carry me south, where the current seemed to flow right through me. In time, I followed the road east and discovered adventures that led to something real and unforgettable. Eventually, I arrived. At more than a destination, but the realization that no matter which direction I traveled, through the familiar and the uncharted, every route brought me closer to my true north. And it's only in Minnesota. Very nice. Find your true north. That's true. Wonderful. Well, Minnesota is the northernmost state of the contiguous 48 states. Because of its placement on the map, Minnesota is the perfect gateway destination for international travelers. Whether it's a trip to the Great Lakes or following the Mississippi River from its headwaters on down, Minnesota is the best place to start your journey. There are 5 regions in Minnesota, and each delivers something unique to the state. Whether it's a bustling metropolitan area, serene nature, and pristine waters, there is something to explore in every region. I'd now like to show you some of the top attractions and destinations in Minnesota, and we will start with a quick video of Minneapolis and St. Paul. Along the journey, sometimes it just stops you. And you start to see things differently. That's where I found it. We all did. Find your true north, only in Minnesota. The state capital of St. Paul and neighboring Minneapolis make up the Twin Cities, an incredibly rich and diverse area with dramatic skylines, award-winning theater, renowned restaurants, and a booming craft beer scene. Here are the elements of a sprawling metropolitan area combined with serene nature to make a truly unique city experience. Minnesota is known as the land of 10,000 lakes, so it's no surprise that the metro area features an impressive chain of lakes and hosts the Mississippi River, which flows right through it. The metro area is also home to Paisley Park, the residence and recording studio of the late musician Prince. Guided tours are available throughout the year. Minnesota is the home state of all 5 major league sports teams. Baseball, soccer, American football, basketball, and hockey can be seen throughout the year in Minneapolis and St. Paul. Mall of America is the largest shopping and entertainment center in the United States. Since opening its doors in 1992, Mall of America has revolutionized the shopping experience of tens of millions of visitors a year. A leader in retail, entertainment, and attractions, Mall of America is one of the top tourist destinations in the country and is known around the world. It now hosts over 500 stores and 50 restaurants, as well as the indoor amusement park Nickelodeon Universe. Mall of America hosts more than 400 events a year, ranging from concerts to celebrity appearances and fashion shows. Each year, 40 million people from around the world visit the mall. This year is Mall of America's 30th birthday, and there are special celebrations throughout 2022. The mighty Mississippi River begins its 3,765-kilometer journey at Itasca State Park in northern Minnesota. The river starts as just a small stream that guests can walk over. According to legend, those who step across the Mississippi at its source will live a long and happy life. The Mary Gibbs Visitor Center, adjacent to the headwaters, features exhibits on the river's history and cultural importance. Minnesota has more kilometers of the Mississippi River than any other state.
The river then flows through Minneapolis and St. Paul and past charming river towns of southern Minnesota, all the way to the Gulf of Mexico. Top attractions along the way include the National Eagle Center, Mill City Museum, and the Marine Art Museum. We have another video that's specifically focused on the water and the importance of water in Minnesota. While the human body is 60% water, it makes up 73% of the heart, which makes a lot of sense to us. Minnesota is the land of 10,000 lakes and endless possibilities. Find your true north, only in Minnesota. The North Shore is a 233-kilometer stretch between the port city of Duluth to Grand Portage, right on the border of Canada. Duluth's Canal Park features wonderful lakeside resorts, breweries, and shops. The North Shore Drive follows the shore of Lake Superior, the largest freshwater lake in the world by surface area. The road trip features some of the best outdoor attractions, such as Gooseberry Falls and Split Rock Lighthouse. The charming North Shore towns of Grand Marais and Lutsen offer local shopping and restaurants with a beautiful view of Lake Superior. Finally, the Boundary Waters is one of the most special places in Minnesota. National Geographic Traveler named it one of the 50 places to go in a lifetime. Situated within the Superior National Forest, the Boundary Waters Canoe Area Wilderness is a vast preserve of lakes and woods that stretches for about 160 kilometers along the U.S. border of Canada. Spread within the Boundary Waters are over 1,900 kilometers of canoe routes on more than 1,000 lakes, rivers, and streams that are all linked by trails called portages. And although 200,000 people visit it annually, you can still travel for days and see fewer people than you would at a neighborhood restaurant. What makes the Boundary Waters so special is that no one lives in the Boundary Waters, and once you enter it, you won't find any roads or buildings. Most of the lakes are designated as paddle only, no motors, no planes fly overhead. It's just you and nature. Thank you so much for listening to my presentation today. We want to close with one short video that we hope to see you real soon. There's time for adventure, there's people to treasure and moments that no one can hold. There's so much to see when you're wandering free on this little blue world we call home. We call home, the only one we've ever known. Oh, well, thanks a lot, Jake. Thanks for the great presentation. So there are your contact details once again. So one of the top 50 places to see before you die. National Geographic. That's quite an impressive title. That's really cool. Yeah, we were very excited about that one. And the Boundary Waters is a place that really is truly special. Yeah. Well, it looked great. I haven't been there yet myself, but the images looked stunning. And of course, you got so much more. You got Mall of America, which of course is the total opposite of Boundary Waters, probably. but still, I think that makes a lot of the attraction, right? So it's a lot of different things you can experience. We truly have something for everybody. And I think what you'll see throughout the cities that you go to, whether it's in the metropolitan area or outside the metropolitan area, is you have this mix of nature and city environment really wherever you go. Yeah, perfect. Well, thanks a lot for your time, for your presentation. Oh yeah, I thought there was a question coming in, but just, yeah, great nature in Minnesota. Someone's confirming that. Looks amazing. Yeah, absolutely. If there are questions coming up, I will let you know later on. I will get you in once again and ask the questions. But for now, I think we're good to go to the next presentation. So thanks a lot, Jake. Fantastic. Thank you. Yeah. All right. And we'll move on to South Carolina. Jetzt können wir auf Deutsch, now we can switch to German, jetzt können wir auf Deutsch weitermachen. Dieses Mal haben wir dann eine deutsche Präsentatorin. Wir haben Edeltraud Sommer von Discover South Carolina. Sitzt aber heute auch in Miami, habe ich gehört. Also auch für dich ist es noch ein guter Morgen.
Eben, guter Nachmittag für euch. Ja, genau. Ja, Hallo Edeltraud. Ja, hallo. Ich habe mich auch wieder per Mikrofon eingeloggt. Ja, ich freue mich über eure Teilnahme. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon mal bei meinem Webinar dabei waren. Das ist immer so eine Herausforderung, wenn man denkt, man hat schon alles gesagt und die Leute werden gelangweilt. Das kann heute durchaus sein. Ich versuche mich auf das Notwendigste zu konzentrieren. Das heißt, für diejenigen, die schon mal dabei waren, für die ist das dann nochmal eine Wiederholung, ob sie das auch alles gemerkt haben. Okay, also Discover ja, ich habe gerade die Frage gestartet, ob die Teilnehmer schon mal in South Carolina waren. Die müsste jetzt bei euch im Chatfenster irgendwo aufgegangen sein, bei Umfragen. Da könnt ihr einmal schnell klicken, ja oder nein, warst du schon einmal in South Carolina? Ja, bis jetzt sind wir so bei 1/4 zu 3/4, die noch nicht, also 1/4 war da, 3/4 noch nicht. Mal gucken, ob sich da noch ein bisschen was bewegt. Aber um den Dreh. Das kommt doch immer drauf an, ja, wie lange das her ist, ne? Genau. Okay, also es sind einige dabei, die mir soufflieren könnten, oder? Ja, genau, also 30% haben wir jetzt ungefähr. Also Okay. ein Drittel kennen South Carolina Ja. persönlich schon. Also Ja. ich gehe einfach mal auf die nächste Slide. Das bin ich. Das sind unsere Kontakte. Wir sind das International Office. Wir sitzen in der Nähe von Frankfurt. Hier ist unsere E-Mail-Adresse. Ganz wichtig, jederzeit könnt ihr uns kontaktieren. Die Discover SaaS kleine Webseite ist nebenan gelistet. Wenn man drauf geht, wird dann, wenn man oben auf die deutsche Flagge dann drückt, wird das sofort ins Deutschsprachige übergeleitet, aber das ist auch nicht sehr lange, denn meist werden dann weiterführende Beiträge wieder ins Englische geleitet. Ein ganz, ganz wichtiger neuer Hinweis, den ich unten beschrieben habe, ist, das Visit USA Committee hat auf seiner Webseite neu gelauncht, die wusa.travel, der Christian kann da vielleicht mehr dazu sagen, unter anderem auch South Carolina Content, den wir produziert haben, hochgeladen haben mit viel, viel Freude, sehr, sehr umfangreich, weil wir natürlich denken, wenn jemand auf der Webseite unterwegs ist, dann kann man ja dann auch viele Beiträge sehen, allgemeine Beiträge. Also hier, der Christian zeigt es, du gehst auf South Carolina zum Beispiel und dann gehst du dann auf alle Fälle unten zum Beispiel mehr zu South Carolina drauf. Und dann hast du einen allgemeinen Überblick. Und wir haben unheimlich viele Links eingebaut, wo ihr dann zu verschiedenen Themen oder zu verschiedenen Destinationen verlinkt werdet. Und das ist also, denke ich mal, auf dieser Webseite wirklich einmalig, weil wir das wirklich ganz, ganz intensiv gemacht haben, auch zu Themen, zu historischen Themen. Und unter anderem auch, was wichtig ist, also und dann nochmal zu Einzelthemen. Das ist jetzt das allgemeine Profil, das der Christian gerade aufgerufen hat. Und dann haben wir natürlich, das ist, wenn du ans Ende gehst. Ja, ich gehe mal. Du hast so viel da eingepflegt, ja, das dauert bis man beim Ende ankommt. Die aktuellen Beiträge, zum Beispiel zu South Carolina, da haben wir thematisch, dass entweder nach Orten gewichtet sind oder Golfen, RBB und so weiter und so fort. Und das wird weiterhin ausgebaut. Also wir werden immer weiterhin zu bestimmten Themen weitere Posts hier machen. Was wichtig ist, wenn du vielleicht oben nochmal auf Infomaterial. Ich glaube, ich habe ja das ganz viele hinterlegt. Das ist hier, glaube ich, nicht. Achso, die Broschüren, die du hinterlegt hast? Genau, quasi. Die Broschüren, die ich hinterlegt habe. Downloads, Verkaufshilfen. Da oben, wenn du da mal draufklickst, Christian. Genau. Und da siehst du, wir haben ganz, ganz viele Broschüren hinterlegt als PDFs, die ihr auch von uns direkt zugeschickt bekommen könnt. Viele der hinterlegten Broschüren sind aber nur als PDFs zu finden. Die haben wir nicht als Broschüren. Und das finde ich ganz wichtige Sachen, ob das nun Festivals sind, das ganze Jahr hindurch oder worauf ich ja später zu sprechen komme, was ein wichtiger Punkt meiner Präsentation ist, dieses Interesse an der historischen Geschichte und auch diesen historischen und der Geschichte überhaupt, die man heute noch in South Carolina nachvollziehen kann. Ja, also und bei der Webseite, wie gesagt, werdet ihr fündig bei mir über E-Mail natürlich auch jederzeit. Genau. Gut. Also Edeltraud hat einen unfassbaren Job gemacht. Ihr seht, wie viele Informationen zu South Carolina alleine dort zu finden sind. Also das ist wirklich, wann immer ihr irgendeine Frage zu South Carolina habt, die wird hier auf unserer Webseite beantwortet werden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, auch mit eben weiterführenden Links dann, nicht? Ja, genau. Okay. Jetzt bin ich gut. Das war's. So, dann fangen wir doch schon mal an. Für diejenigen, die wahrscheinlich wisst ihr das alle, dass South Carolina an der Ostküste der USA ist. Wir sagen immer so auf halber Strecke zwischen New York und Miami.
ist ein sehr kleiner Staat. Ich glaube, man vergleicht den größenmäßig mit Bayern, wer man dazu einen Bezug hat nur 4,6 Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Columbia, liegt im Landesinneren, auch ganz im Grunde 136.000 Einwohner, also eine kleine Stadt. Zeitunterschied, klar, ist -6 Stunden. Das Wetter ist eben subtropisch im Sommer, wie an der Ostküste sowieso, oder auch mit Florida durchaus vergleichbar. Im Sommer zumindest ist sehr, sehr subtropisch, sehr feucht, schwül. Die Flugverbindungen gibt leider zurzeit keine Non-Stop-Flugverbindung aus Deutschland raus, geht dann über Atlanta, also Georgia, oder im Nachbarstaat North Carolina, Charlotte. Das liegt dann recht eng an der Grenze zu South Carolina, sodass man quasi, wenn man ankommt und sich ein Auto mietet, am gleichen Tag noch weiterfahren könnte, was man wahrscheinlich nicht macht, sondern einmal übernachtet, oder dann auch über Washington. Das sind so die Flugverbindungen, die zurzeit existieren. Dann oben seht ihr, natürlich ist South Carolina ein Bundesstaat der USA. Die Flagge oben, das ist auch, ich meine, das fängt jetzt schon gleich mit der Geschichte an, obwohl ich da eigentlich erst später drauf kommen will. Die Flagge hat ja so ein Palmetto, man nennt die auch den Palmetto State, sieht man ja auch hier, ne? South Carolina ist der Palmetto State und da ist auch der Palmetto-Baum da oben drauf. Die Flagge ist blau und dann oben sieht man so einen Halbmond. Und dieser Halbmond und auch das Blau der Flagge soll erinnern an die Uniformen der Soldaten, die dann im Unabhängigkeitskrieg zum Beispiel gekämpft haben. Und dieser Palmetto-Baum, dem wird nachgesagt, zumindest ist es eine schöne Geschichte, der war an dem Fort Sullivan in der Nähe von Charleston, war dieses Fort unter anderem mit einer zweiten Wand befestigt, die nur aus Baumstämmen dieses Palmetto-Baums bestand. Und der soll die Kugeln nicht haben. Die Kanonen, die da abgeschossen wurden, gefeuert wurden, sollte die nicht hat durchdringen lassen, sondern hat die zurück quasi so abgestoßen. So, das war die Geschichte zur Flagge. Ja, Kalifornien, sag ich schon, ich habe zu viel Kalifornien geguckt. Eben. South Carolina ist natürlich sehr, sehr, sehr vielseitig. Strände, ich weiß nicht, ob man das unmittelbar damit in Zusammenhang bringt. Wunderschöne Strände, wir kommen später drauf. Natürlich für die ganz große, interessante Nischengruppe, die Golfplätze vom Feinsten und natürlich, was ich vorhin schon sagte, Geschichte zum Anfassen, wohin immer man kommt. Es gibt so viele historische Städte und mit Highlights, mit denen der Besucher dann einfach rechnen kann. Ja, Strände. So, jetzt muss ich mal wieder testen, ob ich das kann, dass ich meinen Stift da nehme. So, hier, also es gibt Strände, das ist ja die Küstenregion, nicht? Also hier, nee, ich kann nicht was an, das mache ich denn falsch, da oben halt. Ups. Nee, es ist alles richtig, du müsstest jetzt malen können. Jetzt müsste ich malen können? Nee, kann ich nicht. So kann ich nicht. Ups. Nee. Welche Region wolltest du einzeichnen? Sonst male ich für dich. Die Küste, einfach die ganze Küste. Ne? Und einfach sehen, entlang diese ganze Küste, so von Savannah, das ist ja Georgia bis hoch, ist einfach das. Entlang dieser Küste allein gibt es wunderschöne, pulverfeine Sandstrände. Die Küste ist 350 Kilometer lang und besteht aus verschiedenen Regionen, die ich später gesondert vorstelle. Und natürlich ganz, ganz vielen vorgelagerten Inseln, die sogenannten Sea Islands unter anderem. Und dazu gibt es so bekannte wie Kiava Island, da sprechen wir später wegen Golf nochmal drüber, Isle of Palms, Hilton Head Island natürlich und so kleine wie Fripp oder Seabrook und Sullivans. Christian, du bist auch nicht erfolgreich, oder? Ach so, ich wusste nicht, dass du alle einzeichnen wolltest. Doch, dann mache ich alles, was du erwähnst, werde ich einkringeln. Ich gebe dir nachher noch eine Chance, okay? Okay, dann gehen wir zum nächsten Slide. Wir sprachen, wieso ist das nicht ganz zu sehen? Ach doch, jetzt, genau. Golf, das große Thema für diejenigen, die Golf spielen. Und das ist ja auch ein ganz lukrativer Verkauf. Man muss natürlich Ahnung haben, weil die Golfer, die so Destinationen wie South Carolina auswählen, sind schon sehr, soll ich sagen, sind erfahrene Golfer. Die brauchen nicht den Rat im Reisebüro, sondern die wissen eigentlich, wie man Golfschläger hält und was Putten und Chippen bedeutet. Die wollen mir wissen, wo kann ich denn hingehen? Also South Carolina hat über 350, ein riesenkleiner Staat, sagten wir ja, ein riesenklein, ist eigentlich ein Widerspruch, es ist ein kleiner Staat.
hat über 350 Golfplätze, die ganzjährig bespielbar sind. Es sind über 200 allein im Küstenbereich. Über 100, wenn du vielleicht den Küstenbereich hast, ich versuche es mal selber jetzt. Nee, das klappt nicht. Ich weiß nicht, warum das nicht klappt. Whiteboard off, als off. Nee, ich will ja nicht off machen. Ach, was denn, ich kann es nicht. Ja, also hier die Küste lang ist also, wie gesagt, wäre die Küste und dann ist eben, muss ich wieder weg, ich kann das nicht ganz sehen. So, okay. Also es gibt über 100 allein in der Region von Myrtle Beach. Man sagt, dass wenn man in Myrtle Beach ist, zum Golfspielen, man maximal 45 Minuten braucht, um überhaupt zu irgendeinem Golfplatz zu kommen. Ja, also es ist relativ, die Dichte ist einmalig dort. Es gibt, wie gesagt, über 100 da, 200 an der Küste. Es gibt sogar 2 State Parks, die einen Golfplatz haben. Das ist ungewöhnlich. Es ist ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich sind die Green Fees an der Küste, an den bekannten, international bekannten Golfplätzen wesentlich höher als im Landesinneren oder hoch in der Bergregion, die weniger bekannt sind, aber das heißt nicht weniger schön. Also der Golfer findet hier wirklich, wie sagen, immer sein Golf Dorado. So, das nächste ist hier nochmal ein paar Golfplätze einfach. Die sind dann links unten ist jetzt auf Hilton Island, oben auch und rechts ist einer aus Myrtle Beach. Ja, Geschichte, das ist wie gesagt das Thema mit dem Hauptfokus bei der Präsentation. South Carolina gehört ja zu den 13 Wunderkolonien der USA. Noch heute gibt es über 1500 Plantagen, 15.000 Plantagen, ehemalige Reis- bzw. Baumwollplantagen, die heute noch als historische Stätten gepflegt werden. Sind natürlich nicht mehr als Plantage unterwegs, sondern historische Stätten erlauben aber unglaublich spannende Einblicke. Und hier wird die ereignisreiche Geschichte von South Carolina wirklich lebendig und es ist interessant für Leute, die in die Region führen. Und ich denke, wer immer in die Südstaaten führt, hat schon so das Interesse an der Geschichte der USA und besonders in dieser Region. Und diese Orte, die hier aufgeführt sind, ob das Historic Buttonsville oder Charleston natürlich oder Boonhold Plantation, da komme ich gleich gezielt nochmal drauf. Aber jetzt einfach nochmal die Küstenregion. Wir wandern jetzt, ich führe euch auf der kleinen Reise durch South Carolina, wie gesagt, entlang der Küstenregion. Myrtle Beach, die sind auch international bekannt, im Unterschied eben zum Landesinneren oder der Mountain-Region. Myrtle Beach, wie gesagt, wegen seines 100 Kilometer langen Strandabschnitts nennt man auch Grand Strand. Die Golfplätze, darüber sprachen wir jetzt schon, und das Unterhaltungsangebot für die ganze Familie, das da sehr typisch ist in Myrtle Beach, im Unterschied zu vielleicht anderen Regionen. Das malerische Städtchen Charleston natürlich, da kommen wir später auch nochmal. Also das ist so eine Altstadt-Idylle, wie aus dem Bilderbuch, was sie auch schreiben. Das ist schon sehenswert und South Carolina Charleston fehlt auf keiner Reise, die ich auch ausgeschrieben finde. Also Charleston fehlt auf keiner Reise. Leider ist Charleston auch der einzige Standort in South Carolina, der eingeschlossen ist, was jammerschade ist. Ich hoffe, dass sich das nach der Präsentation bestätigt. Warum? Dann gibt es weiter unten Hilton Head Island. Das ist eigentlich, diese ganze Region ist ja Low Country, aber Hilton Head Island sticht halt hervor, weil es so bekannt ist, die zweitgrößte Insel überhaupt an der Ostküste der USA. Jetzt gehen wir mal weiter. Genau, jetzt fange ich jetzt Hilton Head Island an. Also Hilton Head Island da unten, kannst du das einkreisen, Christian, da Hilton Head Island da unten auf der Karte? Ich weiß nicht, warum ich das nicht kann. Ich schaffe es nicht, ich weiß nicht warum. Doch, also ich habe es jetzt eingekreist, es ist jetzt eingekreist. Ich sehe es nicht. Ja, dann, weiß ich nicht, also ich habe es auf jeden Fall eingekreist. Das heißt, die Zuschauer müssen das sehen, ich verstehe nicht, warum. Genau. Wow, okay. Gut, also das Hilton Head Island ist, wie gesagt, die zweitgrößte Insel an der Ostküste. 20 Kilometer Sandstrand allein da, über 22 Golfplätze. Da kann man vielleicht auch merken, wie groß diese Insel sein muss, dass sie 22 Golfplätze allein hat. 300 Tennisplätze, auch Tennis, überhaupt Sport ist unwahrscheinlich wichtig auf der Insel. Es gibt nicht nur Golf, also auch natürlich viele Tournaments, international auch.
Es gibt Tennisplätze, man kann Radfahren über die Dünen, die Strände sind zum Beispiel so breit, dass man durchaus auch mit dem Fahrrad drauf fahren kann, sind relativ fest. Und über die Insel selber, es gibt Dolphin Cruises vom Hafen aus, geht vielleicht mal. Oh, und was ich hier vielleicht noch sagen sollte, bevor ich weiterklicke, was ungewöhnlich ist, auch clear wieder machen, dass ich sehe das ganze Bild nicht, also irgendwie ist das schon komisch, Christian. Ja, jetzt sehe ich es wieder. Dass die Natur auf der Insel an erster Stelle steht. Das ist ungewöhnlich, denke ich auch mal für die ganzen USA. Kein Gebäude dafür ist ein erster höchster Baum. Ihr werdet keine Reklametafel sehen, nirgendwo. Oft sind sogar die Straßennamen in den Gehsteig unten eingeritzt, sodass auch kein Straßenschild die Idylle stört. Es ist eine sehr ruhige Insel, also ja, gedimmt wird auch nachts, sodass man nur ganz wenig Licht hat. Hängt unter anderem auch damit zusammen, dass natürlich auch viele diese Turtles, also Schildkröten, da schlüpfen in der Regel zwischen Mai und Oktober. Und da will man natürlich, dass die das ungestört machen können. Golf, auch hier natürlich, sagten wir ja vorhin, das 18. Loch des Harbortown Golflinks, ein super Golfplatz, auch sehr teuer. Auch hier hat man den Leuchtturm voll im Blick. Hier ist eben nicht nur eigenes Golfspielen-Erlebnis, sondern hier werden auch wirklich namhafte weltweite Profiturniere ausgetragen. Und das ist nochmal der Blick auf den Yachthafen, auch hier wieder Leuchtturm, da kann man übrigens hochgehen, hat einen wunderschönen Blick. Hier kann man Bootstouren machen, hier kann man, vorhin sagte ich schon, Dolphin Cruises machen oder man kann von hier aus auch zu einer benachbarten Insel, The Fusky Island, fahren mit dem Boot. So, auf dem Weg von Hilton Head nach Charleston liegt Beaufort. Und das ist das, was ich vorhin auch meinte, was so oft übersehen wird, dass es dazwischen so bekannten Orten wie Hilton Head und Charleston zum Beispiel so wunderschöne Orte gibt, die oft nicht wahrgenommen werden, weil man ein Curriculum hat, weil man einen Plan hat, wo man einfach von einem Ort zum anderen rast. Und das ist, finde ich, jammerschade. Und dieses Beaufort wird ja oft die kleine Schwester von Charleston genannt, genau wieder das Gleiche. Diese prächtigen historischen Villen, diese Gärten, diese Eichenbäume, von denen man sagt, ja, dieses Spanish Moss herunterhängt, da weht wie Engelsheim. Und da gibt es Kutschfahrten, unter anderem auch später in Charleston, die ich unbedingt empfehlen würde, die einfach durch diese Region führen. So, hast du Beaufort jetzt beeindruckt? Sehr gut, es liegt zwischen Hilton Head und Charleston. Schade, dass ich nicht reingreifen kann. Wichtig ist, was Beaufort angeht, ganz in der Nähe liegt St. Helena Island. Nur 8 Kilometer östlich, ist eine ganz ruhige Insel mit einer ganz, ganz reichen Galla-Kultur und Geschichte. Galla ist so der Name, der den ja im Grunde importierten Sklaven damals, der mit denen zu tun hat. Es gibt eine Galla-Kultur, es gibt Galla-Geschichte natürlich. Und im Penn Center hier auf der St. Helena Island ich war die erste Schule für befreite Sklaven. Hier hat der Martin Luther King auch seine Rede I Have a Dream verfasst. Und das ist schon, also hier ist auch das Schild, das sagt, was die Penn School eigentlich ist, dass der Bürgerkrieg ging ja 1861 los und hörte 1865 auf. Und schon 1862 kamen aus dem Norden, aus der Union im Grunde, von der sich ja die Südstaaten losgesagt hatten, die ersten, die da helfen wollten und einfach diese Penn School gegründet haben, um diesen befreiten oder später eigentlich befreiten Sklaven die Bildung, die denen immer versagt wurde, zu geben. Unten sehen wir nochmal so ein weißes Haus, Praise House. Praise House war etwas, wo die Sklaven wirklich hin durften. Meistens hatten sie ja tagsüber keine Zeit, weil sie ja im Grunde um die Uhr arbeiten mussten, also ganz brutal oft auf den Feldern in der Hitze und den Moskitos und den was weiß ich, allem ausgesetzt waren. Und da konnten die sich treffen und konnten ja auch so ein bisschen Kontakt miteinander halten und so ihre Tradition noch pflegen. Das alles finde ich auf St. Helena Island. Deshalb ist der Besuch, der interessiert ist an der Geschichte, ist so empfehlenswert. So, jetzt gehen wir nach Charleston. Charleston, natürlich die Perle des Südens, wurde schon 1670 gegründet.
und verkörpert natürlich die Eleganz und den Charme des alten Südens. In der Innenstadt der historischen Altstadt stehen über 900 denkmalgeschützte Gebäude. Prächtige Villen zum Teil. Hier ist noch ein Bild. The Battery ist der Strandgang oder dieser Weg entlang dieser alten Villen und der Bucht dann links. Ja, Charleston, auch hier wieder Kutschfahrt wäre empfehlenswert. Die $25 weiß ich jetzt nicht, ob das noch, müsste man dann einfach mal nachschauen, was es kostet. Oder es gibt natürlich auch geführte Touren, das würde ich immer empfehlen. Natürlich kann man selber auch durch die Stadt gehen. Hier zum Beispiel nochmal Bilder, ist eine vorbildlich restaurierte Altstadt mit ihren Kopfsteinpflastern. Dann habe ich hier unten rechts hier nochmal so historische alte Häuser. Und dann diesen Pineapple Fountain. Ich habe in meiner letzten Präsentation, glaube ich, auch gesagt, ich habe lange nicht gewusst, was das eigentlich sollte. Na gut, irgendjemand dachte ein Pineapple Fountain. Sieht auch witzig aus, aber es hat wirklich eine Begründung. Die Pineapple war ja damals, zur Zeiten im 18. und 17. Jahrhundert, war das ja eine Frucht, die kaum vorhanden war, die gar nicht vorhanden war in South Carolina. Und die hat dann der seefahrende Hausherr dann auch mitgebracht von seinen Reisen. Und das war ein Symbol für Gastfreundschaft. Es war ein teures Stück, war ein Symbol. Und man hat diese Ananas im Grunde vor die Haustür gelegt und damit signalisiert, ihr könnt kommen, ich bin wieder da, zurück von meiner Tour. So, jetzt in unmittelbarer Nähe von Charleston gibt es natürlich ganz, ganz viele historische Städte. Da ist zum Beispiel eben dieses Charleston Landing, wo es im Grunde am Fluss 1670 die ersten englischen Siedler landeten. Hier kann man an Bord gehen, kann unter Deck klettern und sehen, wie das damals eigentlich war in der Zeit. Es gibt auch Vorführungen über die frühe Kolonialgeschichte von Charleston bei Live-Vorführungen. Das kann man dann nachvollziehen, wann gibt es solche Vorführungen. Es gibt Begegnungen mit Parkrangern in historischen Kostümen. Und ich glaube, das nächste Bild zeigt auch noch mal ein bisschen, was da genau ist. Das Gleiche natürlich, darf Kanonenbönnen nirgendwo fehlen. Hier habe ich einen Ranger. Edeltraud? Ja? Irgendwie wird dein Ton gerade immer schlechter. Hast du alles aus, was Internet braucht? Kannst du vielleicht oder das Mikrofon noch mal ein bisschen näher nehmen zu dir? Ich weiß nicht, oder dich ein bisschen näher an den Computer setzen? Die Lautstärke macht ein bisschen höher. Ist es jetzt besser? Ja. Ja, okay. Dann, alles klar. Perfekt, danke. Prima. Okay, malen kann ich trotzdem noch nicht, aber dafür bist du ja da. Okay, also nochmal, hier ist dieses Charleston Landing. Hier unten rechts haben wir die Adventure, die da an dem Ashley River ist. Und generell ist dieses Charleston Landing, also ist eine State Historic Site, also hat auch wunderschön, ist auch landschaftlich, wie das hier einfach da ist. Generell mit diesen Magnolia-Blumen, dann diese typischen Eichen mit dem Spanish Moss, das findet man natürlich hier auch. Was ich da so spannend fand, was mich sehr beeindruckt hat, auch bei dem Charlestown Landing, nicht nur das Äußere, sondern es gibt auch ein Museum, da gehe ich rein und habe die Möglichkeit, per Knopfdruck herauszufinden, wie war das denn damals? Wie war denn mein Leben als Plantagenbesitzer? Wie war mein Leben als Sklave? Es gab ja noch die Indentured Slaves, die nur so lange versklavt waren, wie sie ihre Überfahrt von England zum Beispiel in die damaligen Kolonien eben dadurch bezahlt haben, weil sie selber das nicht finanzieren konnten. Aber die wirklichen Sklaven, Charleston war ja der Hauptumschlagplatz für Sklaven, die meistens über die Bahamas kamen aus Westafrika. Das waren ja die begehrtesten Sklaven, das muss man auch noch dazu sagen, weil sie natürlich die Kunst des Reisanbaus beherrschten und dadurch wesentlich teurer waren, also verkauft wurden als so ein normaler, in Anführungszeichen, Sklave. Also nochmal hier zurück, also in dem Museum, wie gesagt, man kann da per Knopfdruck, kann man herausfinden, es wird dargestellt, auch bildlich dargestellt, wie sah mein Leben damals aus als Plantagenbesitzer und wie sah es aus, wenn ich jetzt nur Sklave war. Und das ist schon sehr beeindruckend. Was mich auch beeindruckt hat, das wollte ich auch noch dazu sagen, da hängt an der Wand zum Beispiel eine alte Ladeliste von irgendeinem Schiff, das von irgendwoher nach Charleston kam. Und da stand die Fracht drauf, da waren dann
so und so Baggers, was weiß ich, für irgendwas, ein Pack von, ja, was man halt so brauchte, Haushaltsartikel. Und unter anderem waren dann plötzlich, wurde aufgeführt als Fracht 3 Sklaven. Ja, also die waren Ladung, die waren in der Ladung auf dem Schiff als Fracht registriert. Und das sind natürlich so Momente, wenn man das sieht und liest, ist schon, macht schon nachdenklich. Ja, Fort Sumter, wir gehen zurück, Geschichte, hier oben wieder die Flagge, also der Palmettobaum und dieses Crescent, dieser Halbmond, der auch in der Uniform der Soldaten war. Und hier rüber kann ich fahren von Charleston aus, 30-minütige Schifffahrt sollte man machen, unbedingt. Das war der Schauplatz der ersten militärischen Auseinandersetzung im Bürgerkrieg, in dem unzähligen Civil War. Am 12. April 1861 eröffneten die Truppen der Konföderierten, das waren die Südstaaten, von See aus das Feuer auf Truppen der Union, die ja in dem Fort waren. Weil es war ja insgesamt vorher, die gehörten ja alle zusammen. Und hier fing im Grunde der Bürgerkrieg an. Ja, und dann, ich sagte ja schon, überall gibt es Plantagen, heute noch, die als historische Stätten geführt werden. Hier zum Beispiel unter anderem, die liegen alle am Ashley River, der führt so nördlich von Charleston weiter. Und dieser Ashley River war ein Zufahrtsfluss auch für die Plantagenbesitzer aus Charleston raus. Da sind sie ja meistens geflohen. Wenn es dann zu heiß wurde und zu unangenehm wurde, dann sind sie auf ihre Plantations oder ihre Pracht, ihre Häuser gegangen. Und unter Middleton Place ist der älteste Landschaftsgarten in der USA, 1741 schon gegründet, heute im Freilichtmuseum, sehr sehenswert, weil ich auch da, und das finde ich immer so spannend, wenn die Leute in historischen Kostümen unterwegs sind, hält man Tiere wie damals und hier werden also vorgeführt und hier wird dann erklärt, es gibt dann so die Stables, wo dann erklärt wird, die ganzen Handwerke der damaligen Zeit, die so wichtig waren für das Leben im Low Country und auf den Plantagen überhaupt. Und hier ist so ein Fassbinder, dann gibt es einen Schnitt und so weiter. Also es ist wirklich lohnenswert, diese Städte alle zu besuchen. Dann haben wir eine weitere Bekannte, das ist Magnolia Plantation. Das ist auch eine ehemalige Reisplantage, wunderschön heute, vor allen Dingen mit ihren Magnolia-Blumen. Da kann man mit dem Boot über einen der Flüsse fahren, durch ehemalige Reisfelder und dann auch selbstgeführte Touren, also über Audiotouren kann man auch machen. Hier gibt es dann auch so einen Schwarzwassersumpf mit Zypressen und Tipolebäumen, die dann nur aus dem Salzwasser im Grunde wachsen. Und hier in der Mitte ist natürlich das Haupthaus der Plantage. So, und eine der bekanntesten und wohl ja anrührendsten Plantagen wurde ja auch der Fackel im Sturm gedreht. Hier ist die Hauptallee, wiederum Eichenbäume mit diesem Spanischen Moss, das hängt, das auf dieses Hauptgebirge zuführt. Und dann wirklich parallel dazu verläuft, und das macht einfach, dieser Kontrast ist so beeindruckend, verläuft sogenannte Slave Street mit 9 originalen Sklavenhütten aus Backstein. Die Backsteinhütten wohnten, die hatten es besser als in irgendeiner Holzhütte, weil sie da ein bisschen geschützter waren, auch was Wettereinflüssen und so weiter. Und in diesen Hütten gibt es heute noch ganz unterschiedliche audiovisuelle Darbietungen, die einfach Einblick geben in die verschiedenen Aspekte des täglichen Lebens, vor allen Dingen in dem Fall der Sklaven. Also wirklich sehenswert ist auch eine der Top-Orte, die eigentlich auf jeder Liste stehen. Hier nochmal Golden Hall, hier das Haupthaus, ja, in dem es natürlich, hier gibt es auch Führungen, da kann man durchgehen. Gerade wird dein Ton wieder ein bisschen schlechter, Edeltraud. Ich weiß nicht, ob du dich anders hinsetzt, ob du weiter weggehst. Nein, okay, wahrscheinlich, warte mal, ich mache es noch ein bisschen lauter. Ich gehe mit dem Kopf jetzt ganz nah. Okay. Und achtest du ein bisschen auf die Zeit, bitte? Oh ja, ich bin schon, ich werde nicht rein. Okay, das war das. Dann gehen wir nach Myrtle Beach, das ganz, ganz anders ist als der Rest der Küste. Hier haben wir Unterhaltung, haben wir Shows, Shoppingplätze, Golfplätze.
hatten wir ja Shopping und Golfplätze, hatten wir vorhin schon mal gesagt. Dieses Skyville ist so das Herzstück quasi des 2 Kilometer langen Oceanfront Boardwalks, und vom Riesenrad aus kann man einen wunderschönen Ausblick haben. Das Essen und Shopping, versteht sich von selbst. Und dann, das wollte ich jetzt nochmal sagen, es gibt also eine ganz verrückte Geschichte, eben das für die ganze Familie. Hier gibt es ein Haus, das auf dem Kopf steht, wie man sieht, also von außen drin, also nicht mehr auf dem Kopf. Und das ist ein Vergnügungszentrum für die ganze Familie, nennt man das ein Amusement Park for the Mind. Da kann man die Schwerkraft überwinden, da kann man Hurrikanstürme meistern, kann man wie ein Verkehr auf dem Nagelbrett legen und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich auch ein Seilgefecht, da wo man sich über 3 Stockwerke hangen kann. Das war alles im Inneren, und im Freien gibt es eine Zipline, die es überhaupt überall in South Carolina an der Küste lang inzwischen gibt. Also das ist wichtig zu wissen, und hier vielleicht nochmal, es gibt Golf, wir sagten ja vorhin über 100 Golfplätze allein in Myrtle Beach, aber es gibt auch einen Minigolf, und was ich an den über 50 Minigolfanlagen, die haben so eine spaßige Kulisse, man geht da nicht nur und schlägt da das Bällchen ab, sondern man bewegt sich in zum Beispiel das feuerspeiende Vulkan, es gibt Dinosaurier oder hier ein Piratenschiff, auf dem der Papa gerade mit seinem Sohn Minigolf spielt. So, und dann gehen wir jetzt von der Küste weg. Wir gehen zwar von der Küste weg, aber uns verlassen dann die Strände. Was uns erhalten bleibt, sind natürlich die Golfplätze, sagte ich ja vorhin schon, und natürlich die Geschichte. Hier sind wir in Columbia, in der Hauptstadt, und hier gibt es, was ich sehr empfehlen würde, der Eintritt ist frei. Es gibt geführte Touren, die kostenbar sind, die zu bestimmten Zeiten stattfinden. Da geht man auch auf die Webseite, oder man kann auch selbst in das Haus gehen und da, wo Publikum zugelassen ist, sich umsehen. Das State House zeigt heute noch 3 Einschusslöcher aus dem Civil War, die besonders markiert sind. Auch das ist auch wieder Geschichte. Weiter geht's, und das ist eine ganz tolle Sache, der Historic Radgoski im Old English District. Vielleicht kannst du bei Rockville da oben mal einkreisen, das ist da rechts oben. Christian, kannst du das mal machen? In der Nähe von Rockville? Ja. Ja. Das ist nicht eingezeichnet, nur bei Rockville ist es in der Nähe, dass man etwa weiß, wo ich angekommen bin inzwischen. Okay. Ja, warte. Ich mache den nochmal neu, der war hier in der Nähe. Ja. Gut, also das ist so ein historisches Anwesen aus der Kolonialzeit, als die Engländer ja im Grunde ihre Kolonien hatten. Und diese Brownsville ist, da wurde auch zum Beispiel der Film Der Patriot, ich weiß nicht, ob den jemand gesehen hat, mit Mel Gibson gedreht. Und es ist keine spektakuläre Plantage, Plantage in dem Sinn ist es ja eigentlich nicht. Wo man so bewegende Einblicke gewinnt über das Leben der Herren und über das Leben der Sklaven. Und oben die farbige da sieht die Kitty, die leider das nicht mehr macht, aber es gibt andere, die über das Anwesen führen und dann ganz bewegende Geschichten wiedergeben. Was ich auch gehört habe und gelesen habe, diese Prattons Family war eine diese Prattons, nachdem die das gekauft hatten, nachdem auch diese Historic Site benannt ist. Das waren die größten Sklavenbesitzer in ganz South Carolina. Die hatten bis über 40 Sklaven. Und die Sklaven wurden auch oft nicht so direkt gekauft in Charleston vom Hafen, sondern die wurden auch getauscht. Wenn jemand Schulden hatte bei den Prattons und die aus irgendwelchen Gründen nicht bezahlen konnte, hat man einfach einen Sklaven gegeben. Ja, das war so der Austausch für Debts, wie man sagt, also für Schulden. Das ist schon beeindruckend, wenn man das sieht, hört. Und hier hat mir auch diese Kitty dann mal gesagt, dass man dass eben die Sklaven verschiedene Funktionen hatten. Sie wurde impersonifiziert, ist so die Haussklavin, der es besser ging, wie sie sagte, also in ihrer Rolle, die sie da angenommen hat in dem Moment, weil ich musste nicht auf den Feldern arbeiten, sondern ich habe mich um die Kinder gekümmert, ich bringe die zur Schule, da gibt es übrigens noch einen Raum wo die Kinder zur Schule gingen. Der Plantagenbesitzer, also nicht der Sklaven, denen war ja Lesen und Schreiben untersagt, das wäre ja Wissen gewesen, was nicht gut ist. Und sie sagte, aber ich hatte Augen und Ohren, wenn ich abends nach Hause in meine Hütte ging, dann habe ich das Alphabet in den Sand gemalt. Oder sie sagte, wenn man die Küche war ja nie Teil des Plantagenhauses, weil wenn da Feuer ausgebrochen wäre, wäre die Plantage abgebrannt. Die Küche war immer etwas weiter weg.
Und die Sklaven mussten ja das Essen transportieren zum Beispiel hier zu dem, unten sieht man ja zu dem Living Room oder zu dem Dining Room. Und auf dem Weg von der Küche zur Plantage, zu dem Haus selber, mussten die ständig pfeifen. Warum mussten die pfeifen? Damit sie, wenn sie pfeifen, nicht von dem Essen nehmen konnten. Also man wollte vermeiden, dass sie da an dem Essen rumknappern oder sich einfach bedienen. Okay, das war's zu Historic Buttons, ist sehr empfehlenswert. Das nächste ist wieder Camden, das ist so bei Columbia in der Nähe von der Hauptstadt, vielleicht kannst du das markieren, in der Nähe von Columbia, im Landesinneren liegt Camden, und Camden war, also da waren wurden die meisten Schlachten während des Unabhängigkeitskriegs ausgetragen, ja, als die Staaten sich von der englischen Krone losgesagt haben. Und diese vielen Events, die werden dann zum Teil nachgestellt. Natürlich gibt es in den Historic Camden gibt's ein Infocenter, und an bestimmten Zeiten des Jahres kann man eben diese Live-Vorführungen sehen. Jetzt gehen wir noch ein Stück weiter. Ganz hat nichts mehr mit Golfplätze, gibt es auch hier in der Umgebung, aber keine Historic Site, keine Geschichte, kein Bezug zu wirklich der Geschichte, weder der Civil War oder der Unabhängigkeitswar. Das ist einfach jetzt die Mountain-Region, die sagt ja, Greenville ist ein heißer Tipp in der Footy-Szene, die es ja inzwischen wohl gibt. Hier gibt es jedes Jahr im September ein 3 Tage langes Euphoria Festival, wo eben exklusive Weinverkostungen sind, Kochvorführungen, Weinseminare mit Küchenschiffs von Weltrang. Also dafür steht Greenville, und natürlich hast du tollen Downtown District. Man sieht ja unten den Wasserfall. Und in der Nähe, das ist, glaube ich, das, was auch bei Greenville von Interesse ist. Es liegt also oben in der Mountain-Region. Ganz in der Nähe liegt zum Beispiel der Caesars Head State Park und der Jones Gap State Park. Und das ist, wenn man da ist in Greenville, macht man einen Ausflug und hat also hier zum Beispiel einen wunderschönen Ausblick von dem Granatblock auf der Klippe. Und es gibt ja in South Carolina 47 State Parks insgesamt. Teilweise gibt es in State Parks, weil sie eine tolle Natur haben oder weil sie zum Beispiel historisch von Bedeutung sind, wie unten dieses Charlestown Landing. So, noch ein bisschen weiter, das ist so der letzte Stopp. Ich muss mich beeilen, sagt der Christian. Der letzte Stopp, der von historischer Bedeutung ist, das ist Abbeville. Und hier ist das Bird Stark House in Abbeville. Hier wurde wirklich Geschichte gemacht. Hier war wirklich das dunkle Kapitel des amerikanischen Bürgerkriegs. Hier haben South Carolina war der erste Staat, der sich abgesagt hat, das ist Secession, also von den Nordstaaten, von der Union, und dem folgten dann die Südstaaten selbst, was zum Teil natürlich damit zusammenhängt, dass die Südstaaten eben angewiesen waren auf Sklaverei und in den Nordstaaten man das abschaffen wollte. So, und hier wurde also Geschichte geschrieben, wie gesagt, hier wurde die Erklärung gemacht, dass man sich von der Union lossagen will. Und hier wurde andererseits aber die Kapitulationserklärung der Südstaaten unterschrieben. Das war dann 1865, als der Bürgerkrieg zu Ende war. Auch das, die Führungen und einfach einen Einblick in die Geschichte gewinnen, wenn man in Abbeville, was an sich ein sehr niedliches Städtchen ist, mit einem ganz super kleinen Marktplatz in der Mitte des kleinen Städtchens. Ich führe das jetzt auch aus, weil ich einfach wirklich favorisieren würde, dass man nicht nur an der Küste lang geht, die wichtig ist, und Charleston, darum kommt keiner herum mit Grund, aber dass man auch ins Landesinnere mal geht. Und wenn man so eine kleine Rundreise durch South Carolina macht, auch abgelegenere Orte, das ist wirklich ein Erlebnis. Und oft wird ja South Carolina, weil es so ein kleiner Staat ist, mit Nachbarstaaten kombiniert, ob das nun North Carolina oder Georgia ist okay, aber man sollte nicht versuchen, da durchzurasen. Man sollte wirklich versuchen, das auf sich wirken zu lassen. Ich glaube, das war es auch so. Jetzt habe ich ein bisschen mich beeilt. Ja, genau. Jetzt gehen wir nochmal zum Schluss. Ich hoffe, dass es hängen geblieben, dass es kilometerlange, tolles, super Pulver-Sandstrände gibt, dass es viele, viele historische Städte, malerische Städtchen mit diesem bekannten Südstaaten gibt, der so an vom Winde verweht erinnert.
und dann über 350 Golfplätze. Wie jedes können man betreten, muss man dazu sagen, und Aktivitäten und Attraktionen für die ganze Familie. Und in Rot wieder unten nicht vergessen, dass auf der neuen Buser Travel Webseite viele, viele Informationen über das South Carolina gibt. Ansonsten gerne freue ich mich auf eine E-Mail von euch und ja, das war's, Christian. Alles klar. Danke dir, Edeltraud. Ach, Und wir gehen dann weiter, ein Stückchen weiter in den Süden nach Florida. Frank, are you still with us? We're visiting we're visiting Kennedy Space Center with you. And well, I'm going to stop your presentation for a second and maximize your image because I think you want to show us where you are right now, correct? Yeah. Hello, everyone. Hi, my name is Frank DaCosta. I am here, the sales, actually the global sales and marketing and PR here at the Kennedy Space Center. Can't talk about history like South Carolina just did without talking about history here. I am actually at Saturn V Center, which right behind me is one of the 3 left Saturn V rocket that took Neil Armstrong to the moon, the first humankind to walk on the moon. And right here is the original, not the replica, the original Saturn V rocket. It's tremendous. It's huge. It goes maybe about good size of a football field where you could see and touch and feel and walk literally under our rocket. But let's go ahead and explore a little bit of NASA Kennedy Space Center together. So Chris, take over the PPT for me. And we'll talk a little bit about NASA Kennedy Space Center. Go ahead and get rid of my screen. So NASA Kennedy Space Center is located right about a good 45 to an hour from the Orlando area. We are I don't like to say we are a theme park because we don't have attractions per se. We have 2 little attractions, but we are more of a interactive museum and very educational. Obviously, we'll continue to do a Trust in Space. We'll continue Trust in Space, which is our COVID-19 pandemic protocols and programs that we have adhere, and we'll continue this till we feel 100% to remove it. Remember, we are a federal reserve complex. This is owned and managed by the federal government. It's not your typical Florida that everything is open. We're a little bit more strict over here, so we'll continue to Trust in Space. Let's explore together. I'm going to go ahead and show you guys a quick little video of a lookup marketing program that we have been working on for maybe about 9 months now. We want people to get off their phones, get off their computers, get off their iPad, and we want people to look up, especially young kids. So before we go into that, I forgot the slide was on it. So you guys to understand a little bit what exactly is our the whole complex. The whole complex is huge. We're talking about, it's pretty much the size of a small little island. I would say about 300 square feet. I don't know in German if you translate. So the Kennedy Space Center main complex entry is right here when you cross this bridge. When you cross this bridge, you're actually leaving the state of Florida and you're going to actually a federal reserve private land where the government and the federal government pretty much owns it and makes all the rules. This is the Kennedy Space Center complex, and this is where I am right now. I am at the Saturn V where history was made of, where everything started. This is where 1960s NASA declared war against Russia into the space program, and we went to be the best and pretty much walk on the moon. It all happened right here from the beginning, and this is where I am right now. And this is where all of our launch pad is. We have 10 launch pad right now. SpaceX and ULA and Lockheed Martin and our Boeing owns and worked out of these pads on a daily basis. Everybody knows that SpaceX, Elon Musk is doing an amazing job with a weekly launches right now, sending satellites, Starlinks, to space to have better internet to this world that we live on and to places that don't have internet.
So we are partnering with him. We are pretty much financing SpaceX on a daily basis to help us. Next week, right now, March 30th, we'll be sending 4 astronauts to the moon. Last astronaut that just went to the moon, we had a German astronaut with us that went to the ISS space station that departed from right here at this location that I am in. So this is pretty much the entire island that we own and work on it day to day. Let's go ahead and let's explore and let's see that video together. I think you have the lookup program. There you go. Look at us. Heads down, constantly searching for the next big thing. There's a place where the next big thing is actually happening right above you. Come to where the most amazing things on Earth leave Earth. Kennedy Space Center Visitor Complex. Look up. Yeah, I really like that approach. So it's not only your smartphone and your iPad that makes you happy, right? Correct. We wanted to focus on like, let's look up. There's a lot happening. You have the Blue Origin, which is Jeff Bezos of Amazon, building a hotel in space right now, and he's doing it right here out of the Kennedy Space Center. You have SpaceX, you have ULA, you have all these brand new space companies building their own headquarters right here in Kennedy Space Center. So there's a lot going on. Let's talk about our interactive theme park, however you want to call it. We have the Rocket Garden, which is pretty much this is not replica. This is the original Mercury. We have the original Saturn V. Actually, this Saturn V is a replica because the original is right here where I am. But everything else that's standing up, those are our original rockets that have gone up and have either come back or we build them, but they never went up. So this is a rocket garden where you get to explore, walk, and understand the history of NASA. NASA have an amazing storytelling. I wish I had time to tell you guys, but I don't. So let's just pretty much quick view here a little bit. This is our Heroes of Legend, where we pretty much every year we vote on 2 astronauts to be part of the Heroes of Legend. Astronauts that have flown on the Atlantis, on the Apollo missions, and now within the next 2 months, we're gonna NASA starting the Artemis mission, which we're gonna land the first woman on the moon. So Neil Armstrong move over because we're gonna have our first woman to literally walk on the moon within the next couple of months. It's the Artemis mission program. So there's a lot happening here at Kennedy Space Center. It's a great opportunity for you guys to come and visit. So from the main complex, you guys actually get to get on a bus. It's a private NASA bus because you got to have credentials to come into beyond the NASA's gate. It's more of like behind the scenes of NASA, where you get to see the assembling building, where they're assembling the Artemis rocket right now, where you get to see all the NASA people working from the technical part of it, from the engineer part of it, from the people like me who's just the PRs and the marketing, and making sure that NASA brand is well put together. And here's pretty much where the bus would take you. The bus would take you from the main complex, the visitor complex. It will go right into our main gate, where we call beyond the NASA's gate. And you're going to go right into the Apollo Saturn V, where I am right now sitting. So it's really cool that you get to see a lot of what's happening throughout the Myrtle Island, where we call it the Kennedy Space Center complex. Right now, I am at the Apollo Saturn V. This is where history was made of. This is where everything began. This is where Neil Armstrong and his family, everybody was in this building during the first launch of Mercury and the Apollo. So it's talking about history, as we just saw from South Carolina. American history right here, ingenuity, amazing. It gets me the chills every time I walk into this place and see that this is not magic. This is real. This is what really happened in our lives. And why now
we are actually able to do a virtual reality pretty much presentation because of everything that happened in this building. As well, you're gonna get to go to the fire room where you get an opportunity to feel and hear exactly what happened in our control room during the Apollo 8 mission. How the Apollo 8 mission never ever had launched up to the moon. This Apollo 8 gives you that whole sensation of being in the control room where everything happened. So this is an amazing experience. It's an immersive experience over at the fire room. You get to walk right under our Saturn V rocket. Like I said, it was 13 of these rockets that was launched. 3 of them survived. And out of the 3 of them, one is sitting right here in Kennedy Space Center. The other one is at Houston, NASA, and the other one is actually in South Carolina. And here's pretty much some of the exhibited, the collection of exhibited and artifacts that are real. All this is not replica. This is real. As NASA retire this collection and artifacts, they don't know where to do it, so they bring it here for you to actually feel it, touch it, and see exactly the story, the history behind it. This is our NASA Apollo, where we call it the moon tree. On this area, there's exactly 12 trees, where these trees, each seed of this tree went to the moon, was planted there, and then we brought the other half of it and planted here. So there's a very symbologically triumph to this tree. So it's really cool to understand it. We call it the Moon Tree Garden, which the 3 main moonwalkers, Neil Armstrong, and John and Buzz, was able to bring their seeds back and plant it right here at the Apollo Saturn V complex. And we call this the Eagle have landed, because when they landed in the moon, that was the first phase. They said, hello, the Eagle have landed. Houston, the Eagle have landed. So the Space Coast is a video. I don't think I'm going to have time to show you guys, but I do want, Chris, if you could put the main video of the whole complex so we could just quick do a little overview of that video, if you don't mind. And there we go. If you could play that video for me. The video doesn't have sound, but I get to talk a little bit and explain to you guys. This is where you come in and when you begin exploring. This is our NASA logo that is so famously, and everybody loves to take pictures in front of it. When you walk into the garden, that's the replica of a Saturn V, our Heroes and Legend, right over here, where you get to see and feel. The other second fire room, the first fire room, the astronaut encounter. You will find an astronaut every day in our complex where they'll be able to encounter with you, chat with you, and sign books and sign posters. The Milky Way ice cream shop. This is one of our attractions that we have, which is called the Space Launch, where you get to feel and emerge to exactly the feeling of the astronaut. Atlantis, one of our exhibits, the Atlantis shuttle have rested right here at Kennedy Space Center. It's only 3 of them, one in DC, one in Houston, and one right here. And you get to see the spaceman and take picture with our spaceman. It's one of our characters. And then you get to do the boss tour, where then you come all the way here to our Saturn V complex, and you get to do a tour around the Kennedy Space Center, the assembling building, the most powerful building you will ever see, and you get to be nose to nose with the engines of our Saturn V rocket. And this is exactly where I am right now. I'm in top of it, and you guys can see lots of people already walking around. Today is a busy day here. We have over 10,000 people, and it's pretty exciting. It's very, very excited what's happening over here, the interactions that we get, your kids get to do with everybody. And I think that's our video is about to end. Oh, you get to touch the moon. This is one little rocket that we brought back from the moon, and you get to walk on step by step the way Neil Armstrong walked. So I don't know if you could go ahead and put my camera back on and give me full screen. I want to show you guys something really, really cool and exciting.
Yeah, so you will need to put your camera back on. I can't do this, but I can maximize your image. So yeah, there we go. There you go. Yeah. So right here, I'm actually at the balcony where you could see, I don't know if you guys could see, that's Space Launch 10 right there. This is where SpaceX pretty much is launching every day. Yesterday, we had a launch from over there. That's space pad number 39, number 40, and number 41. You can't see it because the camera of the screen of the laptop is not as strong. I could see it so clear from here that one is a launch, you could definitely see. So that's and you actually could come here, sit on our bleachers when there is launch, which launch happens every other week now, especially with SpaceX being so active and ULA. And then there you have it. Thank you. My name once again is Frank DaCosta here with NASA Kennedy Space Center, and we want to see all you guys down here in Florida and come out and visit us at the Space Coast. Perfect. Thank you so much, Frank. That was really cool, and I really love the fact that you just really took us there and you showed us live where you are. So this was awesome. Well, thank you so much. Yeah. Thank you very much. So tomorrow, everyone, it's going to be at 10 a.m. again, the presentations. So tomorrow, I will continue in German. Morgen früh geht es wieder um 10 Uhr los. Morgen haben wir einen Florida-Tag. Wir kümmern uns um Visit Florida, also den ganzen Staat. Wir werden einmal noch nach St. Pete Clearwater gehen und nach Tampa Bay. Das heißt, das ist das Programm, was uns morgen erwartet. Ich freue mich darauf, dass ihr auch beim Abschluss dann mit dabei sein werdet. Da haben wir dann nochmal ein spannendes Highlight zum Schluss, gehen nochmal in die Sonne zurück. Und ansonsten vielen, vielen Dank für alle, die sich heute die Zeit genommen haben, auch am Nachmittag. Ich sehe gerade, es ist eine Frage zu Minnesota gekommen. Ich glaube, Jake hat sich schon ausgeloggt. Deswegen, ja, es ist zu spät für die Frage. Aber wie gesagt, ihr werdet ja die Kontaktdaten von Jake auch noch von mir bekommen. Schickt ihm einfach eine kurze E-Mail. Dann kann er das nochmal direkt beantworten und eventuell auch sogar in sein Follow-up mit aufnehmen. Okay. Vielen, vielen Dank an euch alle. Thanks everyone. Thanks for taking the time. Thanks for getting up so early and for showing us Kennedy Space Center live. Thanks Edeltraud for being with us from Miami. So this was really a very interactive and very unusual webinar. So thanks a lot and see you guys tomorrow.